Moin Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors und ey Leute, es gibt ein richtig geiles neues Feature hier in The Walking Dead Survivors und zwar die Auto-Join-Funktion. Ey, das ist so eine krasse Funktion, es ist richtig geil. Du kannst automatisch Ressourcen sammeln, du kannst XP sammeln für deine Helden, du kannst eventuell auch ganz viele Rubine erfahren, Munition, alles was du möchtest. Der Nachteil ist, es kostet Geld. Ja, wir schauen uns heute in diesem Video mal diese Auto-Join-Funktion an, wie sie funktioniert. Sie funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video und was ihr dafür beachten müsst. Ja, wir schnacken mal nicht lange, wir gehen mal gleich rein hier. Wie ihr wisst, kostet diese Funktion Geld. Ja, meine Lieben, es kostet Geld und zwar gehen wir mal zum Kriegspass. Den benötigt ihr nämlich, um diese Funktion freizuschalten. Ne, das seht ihr hier oben im Hintergrund. Auto Join Permission, you can claim duration daily. Ja, das ist, ich weiß nicht, ja, das ist ein richtig geiles Feature, auch für kleine Spieler, ja, die können über Nacht die Rallyes joinen, die können dadurch den Posteingang sammeln, die können den Posteingang später claimen und so viele Ressourcen, auch wenn die wasted sind, einige, spielt keine Rolle, ja, und bei einigen Rallyes kriegst du ja auch Rubine, das heißt, wenn du so 200 bis 500 Posteingänge hast und du sammelst die auf einmal ein, hast du en masse Ressourcen, ja, du hast Rubine, du hast alles, das ist perfekt, aber leider nicht für kleine Spieler. Das finde ich ein bisschen traurig. Und wie funktioniert das Ganze? Das schauen wir uns erstmal an. Und für die kleinen Spieler habe ich noch eine kleine Überraschung. Wenn ihr die Auto-Join-Funktion habt, also ihr habt den Kriegspass, läuft das wie folgendermaßen. Hier oben ist ein Counter, der geht 4 Stunden lang. Das heißt also, ihr könnt 4 Stunden lang Auto-Join aktivieren. Danach kommt ein Cooldown, der geht bis zu 8 Stunden. Das seht ihr hier. Und dann könnt ihr ja einstellen, wie ihr das handhaben möchtet. Möchtet ihr mit allen Formationen in die Rallyes reingehen oder möchtet ihr das individuell machen? Wenn ihr individuell den Rallyes beitreten möchtet, tippt ihr hier auf dieses Zahnrad. Ich habe das so gemacht, die F5 lasse ich zu Hause, weil die kann eh nichts. Ja? 1, 2, 3 und 4, die habe ich gesagt, okay, ihr könnt ruhig farmen gehen, das ist völlig okay. Und ja, Auto-Refill Formations, das heißt, er befüllt die Formation automatisch. Wenn du einen 31er Wutbürger angreifst, du hast 100 Verletzte, füllt er die halt wieder auf. Habe ich auf 100% gestellt. Dann habe ich All PvE Enemies, also alle PvE-Feinde oder Gegner. Ich mache da gar keinen Unterschied, weil ihr seht, das sind Woodberries, die Verlassenen, denn die Whisperers und natürlich die saisonal bedingten PvE-Gegner, wie hier in der Season 7 sind das die Roadhogs Army. Und ja, habe ich alles angestellt, ist auch gut so. Und dann hier unten seht ihr Set Enemy Level. Ja? Ich habe hier Minimum Level 1 bis Maximum 34. Ja, seid ihr irgendwo in der Season X oder so, müsste das hochgehen bis auf 36. Und das könnt ihr halt einstellen. Und habt ihr das gemacht, ist alles wunderbar. Und es funktioniert auch. Ich blende euch das mal im Hintergrund ein. Ich war da zu der Zeit im Spiel drinne und habe gewartet, weil es dauert 1 Minute lang, bis die Auto-Join-Funktion greift. Ja? Also hat irgendeiner eine Rallye aufgemacht und nach über 1 Minute oder circa 1 Minute sind nur 3 Leute drinne, füllt er die letzten 2 Plätze mit einem Autofill-Spieler. Ja? Hat bei mir funktioniert, wie ihr im Hintergrund gesehen habt. Und ich war heute sogar ein paar Stunden offline. Ja, oh, ich war offline. Ja. Und ich hatte 111 Posteingänge und ich habe jetzt 148. Ja. Das meine ich, ihr könnt farmen ohne Ende. Ich weiß nicht, wieso nicht für Free-to-Play-Spieler? Okay, gut, ich spendiere 2 Spielern diesen Warpass, indem ich Spielern 1000 Goldbarren schenke. Das heißt, schreibt einen Kommentar, eure Ingame-ID, schreibt irgendwas rein. Na? Ich suche mir die beiden dann aus, also das mache ich persönlich selber, ohne irgendwas mit Zufallsgenerator oder so. Und die beiden kriegen dann halt ein 1000 Gold und dafür können sie sich halt diesen Warpass kaufen. Ne? Okay, gut. Also, was können wir sagen? Erschreckt nicht, wenn ihr offline seid, ihr macht Rallyes und ihr habt dann hier so einen Arztkoffer, so wie bei mir. Ist halt so, weil das Krankenhaus dann irgendwann mal voll wird. So, können wir mal gucken. Also das sind jetzt meine Verletzten im Krankenhaus nach circa 4 Stunden. Und ihr müsst auch darauf achten, dass ihr genügend Brot habt. Ihr habt vorher vor ein paar Monaten ganz viel Brot bekommen. Dann haben die Entwickler gedacht, oh scheiße, das ist viel zu viel Brot, wir kürzen das Brot wieder. Jetzt haben wir die Auto-Join-Funktion. Ja, jetzt bräuchte man wieder Brot und es ist keins da. Ja, das heißt, nur durch tägliche Aufgaben, ja, und durch den Kriegspass. Und wenn du den Kriegspass hast, kannst du ja auch hier die Dailies doppelt abgreifen. Das heißt, hier ist auch Brot dabei, ne? Und die ganzen Ressourcen. Also Leute,
ja, für Free-to-Play-Spieler ist es echt schwierig. Der Warpass und der Heiligungspass sind für die Entwickler ein grundlegendes Mittel, was du jeden Monat ausgeben musst. Es geht auch ohne, aber dann kannst du halt diese Vorzüge nicht nutzen und das finde ich schade. Ne? Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ansonsten, ihr kennt die Autofill-Funktion und habt Spaß damit, für die den Warpass haben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spielen. Ja, macht's gut, bis dann, euer Sultan.